Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Philipp Immich von HK Entertainment. Man kennt mich auch als Hauskasper und wir werden heute die CDJ 3000 beskinnen. Von den DJ Skins haben wir DJ Skins bekommen. Dazu kommt noch ein DJM 900 Nexus 2 von Pioneer. Und genau, hier ist das gute Zeug. Wir gucken da mal rein. Man sieht mich dann nicht, weil es geht ja eigentlich um die Player. Deswegen haben wir das so eingestellt, dass man meine dumme Visage einfach nicht so oft sieht. So, also es gibt hier einmal anscheinend die Skins. Noch eine schöne Anleitung. Unten noch coole Sticker. I'm a DJ, not a Jukebox. So, hier steht einmal drauf How to Skin. Heißt für mich, wie geht's? So. Packen wir mal die Skins aus. Ja, da haben wir hier einmal die Seitenteile. 4 Stück für 2 Player. Und dann einmal hier unsere Skins, die wir selbst designt haben. Ja, nach unseren Wünschen, das kann man sozusagen auch machen. Es gibt auch bei DJ Skins direkt schon selber vorgefertigte Skins, die man dort auswählen kann. Und ja, zweimal die Player. Und dann haben wir hinten noch einen extra Karton. Hier noch das Mischpult. Ja, kann man irgendwie vergleichen mit Aufklebern, so Stickern von früher. Und ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich technisch nicht so versiert und geduldig bin ich auch nicht. Also wir werden mal gucken, wie das hier für mich Spaß machen wird oder nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt. So, also hier stehen die Schritte drauf, wie wir das ganze Thema machen sollen. Punkt 1, Gerät ausschalten, ist schon passiert. Dann Gerät säubern, bevor wir das Skin anbringen sollen, mit einem statischen Tuch säubern. Habe ich hier natürlich schon vorbereitet. Ein Mikrofasertuch. Dann sollen wir die Knöpfe und Fader abmachen. Dafür sollen wir eine Kuchengabel nehmen. Ich habe jetzt hier eine normale Gabel genommen mit dem Tuch. Das ist auch ganz wichtig, damit wir unsere Geräte nicht zerkratzen, dort einfach das Tuch drunter zu legen, wenn wir irgendwie was entfernen müssen. Zusätzlich habe ich mir aber auch noch eine Kombizange organisiert, falls irgendwas nicht ordentlich abgeht. Dann habe ich hier ein Cuttermesser. Das weiß ich noch nicht, ob ich das brauche. Und hier nochmal ein Schraubenzieher, falls irgendwo auch nochmal irgendwas klemmen sollte. Ja, dann stehen Punkt 4, DJ Skins von der Trägerfolie ablösen. Das werden wir gleich tun. Dann die Skin auf dem Gerät positionieren. Dann fixieren, Knöpfe anbringen und fertig. Klingt einfach. Wir werden gucken, ob das auch so einfach ist. Ja, ich würde jetzt einfach, weil ich bin so ein typischer, ich brauche keine Anleitung. Einfach so frei Schnauze das machen. Mir wurde es erzählt, es ist relativ kinderleicht. Das werde ich jetzt mal so glauben. Und wir werden das natürlich jetzt testen. Ich bin natürlich guter Dinge, dass ich meine neuen 3000er jetzt hier nicht zerstören werde. Und wir danach 2 coole neue Player haben. So, das ist jetzt sauber für mich. Ich denke, das müsste ausreichen. Und
Ja, jetzt gucke ich natürlich nochmal rein, weil ich natürlich wieder vergessen habe, was ich jetzt tun muss. Was steht jetzt drin? Wir haben es gesäubert. Jetzt sollen wir die Knöpfe und Feder abnehmen. Jetzt weiß ich natürlich nicht genau, welche Knöpfe es sind, aber ich könnte mir das einfach vorstellen, wenn man das jetzt drauflegt, welche würden jetzt stören. Und beziehungsweise wo muss ich halt hin, wo der Skin hin muss. Und haben wir jetzt einmal hier diesen Pitch Fader, den werden wir abmachen. Dann den Vinyl Speed und den Adjust, die wir jetzt abmachen werden. Ich versuche es einfach mal ganz klassisch mit dem... Okay, es geht nicht, dann werde ich Gabel nutzen und das Tuch. Den Player, den ich erstmal jetzt nicht beklebe, zur Seite stellen, damit wir hier genug Platz haben, um den Skin jetzt hier ordnungsgemäß anzubringen. So, ja, jetzt haben wir hier den Skin und ich würde jetzt einfach von unten nach oben das ganze Thema hier anbringen und ja, bin gespannt, wie das jetzt wieder mit meinen linken Händen wird. Ich muss wirklich sagen, ich finde es krass, wenn man mal selber seine Player dann wirklich mal extrem nah sieht. Ich glaube, die sind jetzt nicht mal ein halbes Jahr alt und schon echt zerkratzt. Und DJ Skins verspricht ja, so wie ich das jetzt gehört habe, dass du ja wirklich dann am Ende des Tages deine Player nicht so runterrockst. Kann ich mir echt vorstellen, dass das einfach dann, sage ich mal, bloß diesen Aufkleber in Anspruch nimmt. Aber wenn man dann irgendwann die Skins wieder abmacht, dass einfach dann der Player gefühlt wie neu ist. Also ich glaube, wenn man einmal so einen Anfang hat, dadurch, dass das ja wirklich schon so... Es passt halt 1:1 genau drauf, Millimeter genau. Ist das wirklich dann eigentlich ein Selbstläufer? So. Ich habe das jetzt hier so drauf gemacht. Erstmal, dass es so grob drauf ist. Da gucke ich jetzt natürlich nochmal, dass das alles so weit hinhaut. Aber wirklich, wenn man einmal den Anfang hat, passt das. Und jetzt habe ich halt hier komplette Wellen drauf und jetzt gucke ich halt, dass ich im Endeffekt diese Wellen nach und nach jetzt hier wegdrücke. Fange einfach rechts unten an und fixiere jetzt sozusagen einfach diesen kompletten Skin.
Player sind beklebt. Jetzt fehlt natürlich noch das Mischpult. Und hier ist das gute Stück. Jetzt haben wir natürlich die meiste Arbeit mit den Knöpfen entfernen, aber es kommt zuerst putzen. Machen wir das Ding erstmal wieder sauber, ordentlich, und dann nehmen wir die Knöpfe ab. Dann kommt hier der Skin drauf und dann sind wir fertig mit unserem DJ-Setup. So, das ist das gute Stück entknopft. Und jetzt kann ich nochmal drüber putzen, weil es ja anscheinend auch unter den Knöpfen ein schön Dreck ist. Damit unser Skin natürlich auch schön fest bleibt, machen wir jetzt mal ordentlich sauber. Skin drauf. Das haben wir. Mehr gibt es hier auch nicht drauf. Kann also weg. Und jetzt die Knöpfe wieder an die Stelle tun, wo sie waren. Ja, also Fazit davon war, Knöpfe abmachen geht einfach, Knöpfe dran machen geht auch einfach. Das einzige Tricky ist ein bisschen mit den Federn, aber auch das doch einfacher als gedacht. Und ansonsten bekleben ging auch meiner Meinung nach sehr, sehr einfach, also definitiv schneller und einfacher als die Player, weil man bei den Playern einfach viel mehr Einzelteile hat. Hier ist es halt einfach das große Teil, also man hat im Endeffekt 3 Stück. Und das lässt sich super bekleben, also ja, und sieht auch mega top aus. Da haben wir das geschafft. Ich würde jetzt einmal alle Geräte nebeneinander stellen, damit wir uns das jetzt mal im Gesamten angucken können, wie das Ganze jetzt komplett aussieht. Ja, wir haben uns jetzt im Endeffekt dazu entschieden, dass das halt hier so ein bisschen metallisch aussehen soll. Ein bisschen mit roten Akzenten von unserer Firma. Und genau, unsere Logos mit drauf. Und DJ Skins auch noch mit drauf. Und ja, mir gefällt das sehr, sehr gut.
Man kann das auch mit großen Logos machen oder mit großen Bildern, je nachdem, das ist alles möglich. Und das ist auch das Game.